Adolfo ist ein Tierpfleger, der sich eines Tages mit einer schwierigen Situation mit einem kleinen Löwenwelpen konfrontiert sah. Menschen wollten sie als Haustier halten und hatten keine Ahnung, wie sie versorgen sollten. Sie war hungrig und verängstigt. Er wusste, dass er etwas tun musste, um sie in Sicherheit zu bringen. Hätte er nicht gehandelt, hätte sie mit großer Sicherheit nicht mehr viele Tage überlebt. Deshalb rettete Adolfo das winzige Jungtier und brachte es in eine Auffangstation für Wildtiere, wo er es versorgen und sogar mit ihm trainieren konnte. Zu diesem Zeitpunkt war sie ein winzig kleines Feldknäuel, das viel Liebe und Pflege brauchte. Er beschloss, dass er sie Chiara nennen wollte. Der Name war inspiriert von der Geschichte Der König der Löwen. Aber für Adolfo hatte der Name einige besondere Bedeutungen. Es konnte in verschiedenen Sprachen Gottes kostbares Licht und hell bedeuten. Das war es auch, was Chiara für Adolfo geworden war, das Licht und der helle Fleck in seinem Leben. Er nannte sich selbst ihren Adoptivvater und kümmerte sich um sie, wie es ein Elternteil tun würde. Er liebte sie, kuschelte mit ihr, spielte mit ihr und sorgte dafür, dass sie rundum glücklich und zufrieden war. Aber dieses Raubtier würde keine Hauskatze werden, die im Haus bleiben könnte. Als sie heranwuchs, war klar, dass sie mehr brauchen würde, als das Wildtierheim für sie bereitstellen konnte. Was würde Adolfo mit seiner geliebten Löwin tun? Eine Zeit lang versuchte Adolfo, sich ganz um sie zu kümmern. Aber neue Gesetze machten es immer schwieriger, sie zu halten. Und als sie anfing, sich an einige der Tiere im Schutzgebiet heranzuschleichen und ihre Jagdkünste zu üben, wurde klar, dass sie nicht im Schutzgebiet bleiben konnte. Ihr natürlicher Jagdinstinkt stellte eine zu große Gefahr für die übrigen Tiere in dem Lager dar. Adolfo musste stets die Sicherheit aller Tiere gewähren. Gleichzeitig musste er dafür sorgen, dass Chiara ein Leben haben würde, in dem sie glücklich und so viel von einem echten Löwen sein konnte wie nur möglich. Sie liebte es zwar immer noch mit Adolfo zu schmusen, aber sie wurde langsam zu einer Gefahr für andere Menschen und Tiere. Er war gezwungen, ihren nächsten Schritt zu planen. Viele waren der Meinung, dass Chiara in die Wildnis zurückgebracht werden sollte. Aber das war einfach nicht möglich, denn sie wäre nicht in der Lage gewesen, allein nach Nahrung zu suchen. Außerdem leben Löwen in Rudeln und sie hätte keine Unterstützung, wenn sie alleine in die Wildnis Afrikas gehen würde. Diese Option kam also leider nicht in Frage. Die nächstbeste Möglichkeit war, sie an einen Ort zu schicken, an dem die Pfleger Großkatzen kennen und wissen, was sie brauchen. Er fand die Black Jaguar and White Tiger Foundation in Mexico City, die sich bereit erklärte, Chiara aufzunehmen. Es wäre ein großartiger Ort für Chiara, an dem sie ihr Leben verbringen könnte. Die Stiftung widmet sich der Pflege von Großkatzen und kümmert sich um ihre Bedürfnisse. Aber es gäbe auch einen großen Nachteil. Sie würde weit weg von Adolfo leben. Er würde sie folglich nicht oft sehen können. Die Löwin würde wahrscheinlich vergessen, wer er ist, und andere Bindungen eingehen. Doch dem Mann blieb keine andere Wahl. Er traf die schmerzhafte Entscheidung, sie gehen zu lassen. Sie ging zur Foundation und lebte sich in ihrem neuen Zuhause ein. Lange Zeit wirkte Chiara traurig und deprimiert. Doch mit der Zeit fand sie eine neue Familie und wurde wieder zu ihrem alten Selbst. Es schien, als wäre Chiara endgültig in ihrem neuen Zuhause angekommen und hätte ihren Adoptivvater vergessen. Aber Adolfo würde sich an die Löwin, die er von klein an aufgezogen hatte, jederzeit erinnern. Er wollte immer zurückkehren und sie besuchen kommen, aber es gab viele Dinge, die ihn daran hinderten. Zuerst hatte die Organisation ihn gebeten, eine Zeit lang nicht zu kommen. Chiara war traurig und es könnte alles nur noch schlimmer machen, wenn sie ihn sehen würde. Gleichzeitig hatte er noch andere Tiere zu versorgen. Die Fahrt zur Foundation würde teuer und schwierig werden. Außerdem musste er arbeiten. Wilden Tieren zu helfen war seine große Leidenschaft, aber nicht das, womit er täglich sein Geld verdiente. Aber trotz all dem vergaß er Chiara nie. Sie war scheinbar weitergezogen, aber Adolfo dachte immer an die große braune Löwin und ihren goldenen Augen. Augen, die immer zu ihm sprachen. Nach 7 Jahren, die sie getrennt waren, hatte Adolfo endlich die finanziellen Mittel und die Zeit, sie zu besuchen. Sie würde sich wahrscheinlich nicht mehr an ihn erinnern, aber er musste mit eigenen Augen sehen, wie es ihr ging. 7 Jahre ist eine lange Zeit, aber würde ihre Liebe Bestand haben? Er erreichte das Gehege und ging zu ihr, um sie zu begrüßen. Es lag eine große Spannung in der Luft. Keiner wusste genau, wie die Dinge verlaufen würden. Alle hofften, dass Chiara ein kleines Zeichen geben würde, dass sie sich an den Mann erinnerte, der einst ihr Adoptivvater war. Da Adolfo ein Tierpfleger ist, bekam er die Erlaubnis, in Chiaras Gehege zu gehen. Aber die Mitarbeiter der Foundation machten ihm klar, dass er dies auf eigene Gefahr tat. Das könnte gefährlich werden. Was, wenn sie sich überhaupt nicht an ihn erinnern würde? Oder was, wenn sie diesem Mann gegenüberstand und in ihm nur eine Bedrohung sah? Chiara war weit entfernt von dem süßen Jungtier, das Adolfo vor so vielen Jahren gekannt hatte. Sie war zu einer angesehenen Löwin geworden, die zusammen mit anderen Artgenossen lebte. Menschliche Eltern gehörten schon lange der Vergangenheit an. Es konnte alles passieren. Adolfo öffnete das Tor des Nachbargeheges und ging hinein. Chiara schien sich seltsam zu verhalten.
Sie ging auf und ab und schien ungeduldig zu sein. Als Adolfo ihren Namen rief, kratzte sie aufgeregt an der Käfigtür. Schließlich kam der Moment, auf den alle gewartet hatten. Das Tor zu dem Nachbarskäfig wurde geöffnet. Chiara stürmte auf Adolfo zu und konnte ihre Emotionen nicht zurückhalten. Der massive Löwe warf den Mann mit Leichtigkeit zu Boden. Die Leute um sie herum waren sehr schockiert, ob sie Zeugen einer Tragödie werden würden. Doch allen wurde schnell klar, dass die Löwin sich nur freute und dem Mann nichts antun wollte. Im Gegenteil. Sie erkannte den Mann sofort und umarmte ihn. Ihr Verhalten glich nicht dem einer wütenden Löwin, sondern vielmehr einer Tochter, die nach einer Ewigkeit ihren Vater wieder zu Gesicht bekam. Die Mitarbeiter der Foundation waren erstaunt und berührt von dem, was sich vor ihren Augen abspielte. Eine überraschende Sache war, dass es so aussah, als wollte sie ihn nicht loslassen. Sie nutzte ihre Pfote und ihre Beine, um sich an ihm festzuhalten. Dann schmiegte sie sich an ihn, als wäre sie ein kleines Jungtier. Dies war nicht ungefährlich, wenn man bedenkt, dass diese Tiere über 100 Kilogramm auf die Waage bringen. Aber Chiara wusste sanft mit dem Menschen umzugehen. Falls irgendjemand jemals Zweifel daran hatte, dass Löwen ein Langzeitgedächtnis haben, so hat sich dies nun aufgeklärt. Nach 7 langen Jahren waren die Liebe und die Bindung zwischen der Löwin und dem Mann immer noch dieselbe. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Hier kannst du dir ein weiteres Video von einem Geparden ansehen, der eine Frau nach Jahren wiedererkannte. Seine Reaktion wird dich überraschen.